Ja, hallo. Nachdem das so gut geklappt hat, mit dem draußen übernachten, dachte ich einfach mal, bist du wahnsinnig? Ja, bin ich wahnsinnig und gehe jetzt mit der Hängematte raus. Das ist mein Rucksack. Da ist alles drin, was ich brauche. Abendessen, 2 Underkills, 2 Schlafsäcke. Ich bin gespannt. Friere ich heute Nacht oder habe ich eine gute Nacht? Ich weiß es nicht. Die Wettervorhersage sagt wieder mal 16 Grad minus. Ich glaube aber nicht, dass es 16 Grad minus werden. Beim letzten Mal waren es auch keine 16 Grad minus. Von daher bin ich einfach mal so optimistisch. Es ist schon spät, also muss ich mich jetzt beeilen. Kann sein, dass ich nicht mehr den Aufbau filmen kann. Aber spätestens morgen kann ich zeigen, wie das dann aussieht. Dann mal los! Ich glaube auf jeden Fall jedem, der sagt, im Schnee laufen ist anstrengend. Das ist es auf jeden Fall. So, ich habe noch knappe 500 Meter vor mir und dann bin ich an meinem Lagerplatz. Muss ich mich beeilen, die Hängematte aufbauen, wahrscheinlich den ganzen Schnee platt trampeln. Aber ja, erstmal ankommen und dann weitersehen und hoffen, dass es nicht zu kalt wird. So. Das ist Das mit dem Feuer ist so halb erfolgreich. Also brennt zwar, aber nicht wirklich kontinuierlich. Dafür ist es anscheinend doch zu kalt und das Feuer zu klein, um bei der Temperatur irgendwie konstant zu brennen. Schade. Ich hatte ja gehofft, ein bisschen mehr Wärme von dem Feuer zu kriegen, weil es ist schon echt kalt. Ich würde schon sagen bitterkalt. Im Gegensatz zum letzten Mal kann man jetzt auch die Sterne sehen. Also da ist keine Wolke mehr dazwischen. Sieht so aus, als ob ich heute nicht kochen kann. Zumindest nicht auf dem Feuer. Nicht schlimm.
Ich mache mir gleich warmes Wasser. Ich habe noch einen Gaskocher dabei. Und dann mache ich mir eine Suppe. Oh, und es qualmt. Oh, Mann, Mann, Mann. Guten Morgen. Ein warmer Kaffee. Genau das Richtige jetzt. Ja, die Nacht habe ich gut überstanden. Das war auch gegen Morgen wieder muckelig warm. Also sehr angenehm in der Hängematte. Hätte ich nicht gedacht, ich war ein wenig skeptisch. Also gestern dachte ich, bin ein bisschen übermütig. Aber es hat geklappt. Also ich bin selbst überrascht. Eine Sache hatte ich nicht bedacht, dass wenn man den Weg gelaufen ist, dann endlich im Wald ist, die Hängematte aufgebaut hat, sich hingesetzt hat, mehr oder weniger erfolgreich versucht hat, sich ein kleines Feuerchen zu machen, dass man dann ziemlich ausgekühlt ist. Also Beine waren kalt, vor allem die Beine, bisschen der Hintern war kalt, weil ich hier nur auf dieser dünnen Matte gesessen habe. Ja, und dann so kalt in die Hängematte reinzugehen, ja, braucht eine gewisse Zeit, bis man sich dann da drin wieder aufgewärmt hat. Aber das ist ja in jedem Schlafsack so. Da ist jetzt eine Hängematte nicht anders. Aber ich hatte ein bisschen Hilfe. Vom Schlafengehen habe ich mir noch diese Kanne voll mit heißem Wasser gemacht. Schön heißes Wasser, das dann an die Füße gepackt, die Kanne. Ja, das war dann sehr angenehm warm dann an der Stelle. Trotzdem hat es einige Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich warm wurde.
Ja, da das Feuer gestern Abend nicht funktioniert hat, also nicht so wirklich erfolgreich, habe ich dann auch nicht gekocht groß. Ich habe dann hier noch ein bisschen, also in dem Gerät, Wasser warm gemacht, nicht anders als jetzt für den Kaffee. Und dann einfach so 2, 3 Tütensuppen gefuttert, damit ich was Warmes im Bauch habe. Weil der Wunsch danach war schon sehr groß. Das Schöne bei so einer klaren Nacht ist, dass man wirklich ja alles sieht. Also Sterne, Plejaden habe ich da gesehen und eine richtig schöne, große, lange Sternschnuppe. Das war richtig genial. Die hat hier vorne angefangen und ist dann bis da hinten drüber gegangen. Also so von Süden nach Norden, grob. Richtig hell, so ein bläuliches Hell war das sogar. War richtig gut. Die kleinen Highlights. Ja, ups. Ja, das ist, was ich mit habe. Einmal ein Underquilt, der bis -6 Grad geht. Und darunter habe ich noch meinen selbstgenähten Sommer-Underquilt. Eine Kombination hat es eigentlich ganz gut warm gehalten. Fand ich ganz gut. Das war so ein bisschen die Spekulation. Hier als Schlafsack habe ich einmal hier so einen dicken. Aber ja. Und nochmal noch einen dicken. Die wieder ineinander gesteckt, so dass die halt auch ihre Wärmeleistung kombinieren. Sonst, ja, normale Hängematte halt. Ach ja, noch was zum Zeigen. Sieht man vielleicht jetzt hier, da ist überall Eis. Das kommt daher, dass ich da meinen Kopf habe. Und wenn man dann ausatmet, kondensiert halt der ganze Atem. Und am Schlafsack sieht man, dass das hier alles nass ist. Ja, das war's schon wieder. Ich habe alles zusammengeräumt, alles eingepackt in den Rucksack und ich bin abmarschbereit. Fazit für die ganze Sache. Heute Nacht war es kalt, heute Nacht war es sehr kalt und ich würde sagen, es waren -16 Grad. Gerade weil sternklarer Himmel, ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Also kaltes Wetter, richtig kaltes Wetter für deutsche Verhältnisse. Kann man da draußen übernachten in der Hängematte? Ja, das geht. Man kann in der Hängematte übernachten. Ich mache mich jetzt auf, es geht nach Hause. Für mich ist alles getan hier. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Los geht's. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach Mann. In die Ritze.